Das Auto kennt ihr, der Porsche Taycan. Und ihr fragt euch vielleicht, warum ich euch das nicht wirklich neue Auto zeige. Der Grund ist folgender. Der erste Elektro-Porsche ist im Gegensatz zu fast allen anderen Porsches der letzten Jahre kein Erfolg. Und ich will heute darüber reden, warum die meisten, auch ich, das Auto am Anfang falsch verstanden haben, wie er vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind geworden ist und warum das auch eine Chance kann sein. Zuerst schauen wir zurück zu den Anfängen des Taycan. 2015 wird er in Form der Studie Mission I an der IAA in Frankfurt vorgestellt. Und er kündigt etwas Unvorstellbares an. Ein Sportwagen ohne Verbrennungsmotor. Gerade für eine Marke wie Porsche mit eher konservativen Kunden ist das eine gewagte Neuheit. Ich denke, man war sich in Stuttgart bewusst gewesen, dass der Elektroantrieb einen schweren Stand wird haben und hat darum ein richtiges Technikfeuerwerk abgefackelt. Das Serienauto hat ein fortschrittliches 800-Volt-System, das extrem schnell laden kann und als erstes E-Auto überhaupt ein Zweiganggetriebe. Für die Elektrorevolution ist nur das Beste gut genug. Trotzdem war es komisch, auch für mich. Ein Porsche, der nicht rührt, der kein Motorengeräusch hat. Und bei meinem ersten Test, den ich als Produzent gemacht habe, war dann die Grundfrage auch, kann der Taycan ein echter Porsche sein? Ja, wenn ich das jetzt so anschaue, dann muss ich ein bisschen schmunzeln. Aber vor gut 6 Jahren sind halt Elektroautos, die nicht von Tesla kommen, sondern von einem deutschen Traditionshersteller etwas ganz Neues gewesen und auch etwas Komisches. Mittlerweile ist die Elektromobilität Alltag geworden und es ist normal, dass es neben ikonischen Verbrenner 911 halt auch noch elektrische Porsches gibt. Und ich denke, sich an das zu gewöhnen, das hat einen Prozess und das braucht ein bisschen Zeit. Zumindest war das bei mir so gewesen. Wenn man mal akzeptiert hat, dass ein Porsche vielleicht nicht zwingend einen Verbrenner muss haben, dann merkt man, was von Anfang her das Ziel war. Nämlich, einen richtigen Porsche zu bauen, trotz weniger Emotionen ohne Verbrennungsmotor und trotz Elektrostrafgewicht. Und das Ziel hat man erreicht. Das ist ein richtiger Porsche. Ich bin in den letzten 10 Jahren praktisch alle wichtigen Elektroautos gefahren und ich kann euch sagen, kein anderes E-Auto fährt sich so sportlich wie der Taycan. Und bevor jetzt jemand sagt, ja, aber das Model S Plaid von Tesla hat mehr Leistung und ist sogar noch viel günstiger, das stimmt, aber es ist mir sehr egal. Weil erstens sind die 600 PS von dem GTS hier eigentlich schon zu viel für Schweizer Gesetze und zweitens lenkt, bremst und leitet kein Tesla so wie der hier. Tesla ist aber trotzdem ein gutes Stichwort. Die Marke ist 2020 schon fest etabliert, wo der Taycan auf den Markt kommt und zeigt Porsche, dass sie beim Elektroantrieb noch einiges lernen müssen. Ich war vor etwa 6 Jahren an einer Art Vorpremiere vom Taycan. Dort konnte man das erste Mal mitfahren und mit Technikern reden. Und ich habe damals den Baureihenleiter interviewt und der war wahnsinnig stolz auf das Zweiganggetriebe, das das Auto schneller und effizienter macht. Und ich weiss, wenn ich zugelassen habe und für mich gedacht habe, das tönt alles super und das stimmt ja sicher auch, aber das Model S hat das nicht und es hat trotzdem mehr Leistung und mehr Reichweite. Natürlich hat Porsche einen anderen Anspruch als Tesla, gerade zum Beispiel was die Tourbelastung auf der Rennstrecke angeht und ich finde das wirklich auch lobenswert. Nur die das effektiv nutzen und auf der Rennstrecke gehen, ja, die kaufen sich einen 911er und keinen Taycan. Beim E-Auto sind aber andere Sachen wie Reichweite und Ladeinfrastruktur viel wichtiger und man sollte sich als Kunde damit auseinandersetzen, bevor man vom Verbrenner aufs E-Auto umsteigt. Ich vermute, dass das beim ersten Elektro-Porsche zu wenig gemacht worden ist.
Ich denke, gerade am Anfang haben einfach viele treue Porsche-Kunden einen Taycan gekauft, weil sie halt von dieser Beschleunigung begeistert waren. Haben sich aber zu wenig mit der E-Mobilität befasst und sind dann enttäuscht gewesen, als sie gemerkt haben, dass die versprochene Ladegeschwindigkeit nur selten erreicht wird, weil halt viele Säulen nicht schnell genug sind oder dass sich halt ein Drittel von der WLTP-Reichweite im Winter in Luft auflöst. Schon klar, das ist bei allen E-Autos so, nicht nur bei dem. Aber ich denke, ein Kunde, der 200'000 Franken für ein neues Fahrzeug ausgibt, hat hier weniger Toleranz als einer, der 50'000 ausgibt. So erstaunt es mich nicht, dass nach 5 Jahren gerade einmal halb so viele Taycans wie am Anfang verkauft worden sind. Aus dem Hoffnungsträger ist ein Sorgenkind geworden. Der Taycan selber ist nicht ganz unschuldig dran, weil es hat doch einige technische Probleme und Rückrufe gegeben. Ich denke aber nicht, dass das der Hauptgrund für die schlechten Verkaufszahlen ist. Da gibt es ganz andere, grössere Probleme. Die 2 wichtigsten sind der Einbruch vom China-Markt und die Elektrifizierung von Europa. Die passiert nämlich viel langsamer als erwartet und das ist ein Problem. Denn eigentlich hat Porsche geplant, dass bis zum Ende dieses Jahrzehnts 80% von allen Neuwagen werden rein elektrisch sein. Von dem hat sich Porsche verabschieden und korrigiert jetzt die Strategie. Und das kostet das Unternehmen Milliarden. Ein weiterer Grund für die schlechten Taycan-Verkäufe ist, dass man gemerkt hat, dass die Elektroautos einfach viel mehr an Wert verlieren als Verbrenner. Und das spricht dann natürlich auch gegen den Kauf von einem neuen Auto. Ich habe am Anfang gesagt, dass die Krise auch eine Chance sein kann. Und das ist sie auch. Aber nicht unbedingt für Porsche, sondern für uns Autofans. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich habe hier einen Jahrgang 2020 Taycan 4S. Der hat 60'000 Kilometer und kostet 50'000 Franken. 50'000 Franken für einen 5-jährigen Porsche mit über 500 PS. Wenn ihr das gleiche Geld für einen 911 ausgebt, dann kommt ihr das hier über. Ein 20-jähriges Auto mit 140'000 Kilometern. Schon klar, der Taycan aus dem Inserat, das ist noch vor dem Facelift, hat nur so um die 400 Kilometer Reichweite und das ist massiv verbessert worden. Meine hier hat ungefähr 550 Kilometer. Nur, auch der verliert extrem an Wert. Ich habe hier ein einjähriges Auto, 2025 Taycan GTS, also die gleiche Version wie der hier, mit 15'000 Kilometer für 140'000 Franken. Das sind 70'000 Franken Wertverlust in einem Jahr. Was ich noch ergänzen muss, die Beispiele sind alles offizielle Porsche-Okkasionen, die noch 8 Jahre Garantie auf Batterie geben. Wer auf das verzichtet und mutig ist, findet online sogar noch günstigere gebrauchte Taycans. Warum der Preisverfall so extrem ist, das ist ein Beitrag für sich. Die 2 wichtigsten Faktoren sind erstens, der Konkurrenzkampf beim Elektroauto ist extrem hart. Es gibt ein Überangebot und so auch eine Rabattschlacht bei Neuwagen. Und das wirkt sich natürlich negativ auf die Brauchpreise aus. Der zweite Grund sieht man schön am Taycan selber. Vor dem Facelift hat er viel weniger Reichweite gehabt als nachher. Das heisst, die Autos verbessern sich extrem schnell, aber sie altern durch das auch viel schneller und das ist Gift für Okkasionspreise. All diese Sachen stellen die traditionellen europäischen Hersteller, wie zum Beispiel Porsche, vor riesige Probleme. Für uns Autofans ist es aber super, weil wir noch nie so günstig einen echten Porsche kaufen und der Taycan ist ein echter Porsche. Sein Pech ist halt, dass er der Startschuss von einer Antriebsrevolution sein, die wir jetzt zuerst mal verschieben mussten.